Ja, herzlich willkommen im 5. Stock, so fühlt es sich jetzt jedenfalls an. Ich bin gerade den Cayman gefahren, also Mittelmotor, maximal tiefe Sitzposition, und jetzt sitze ich im Lamborghini Urus. Das ist wahrscheinlich im gesamten Teilnehmerfeld das verrückteste und krankeste Auto, was wir haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ist zwar ein SUV, aber es verkörpert eigentlich fast wie jeder andere Lamborghini diese leicht manischen und wilden Markengene. Und das ist wirklich beeindruckend, dass man das schafft bei einem SUV erstmal, weil viele finden das ja immer eher negativ, wenn Sportwagenhersteller anfangen, jetzt SUVs zu bauen. Aber schlussendlich dienen sie ja auch zur Finanzierung der ganzen faszinierenden Sportwagen, die dann eben noch rauskommen. Sei es ein Huracan Performante, ein Aventador, SVJ. Ja, und jetzt ist halt eben dieser Urus. Es ist ein wirklich verrücktes Auto. Es sieht aus wie ein Panzer, das Ding, wie vom anderen Stern. Ganz Lamborghini eben. Und das Verrückte ist wirklich, dass sich das Auto auf der Rennstrecke auch immer noch sehr, sehr krass verhält eigentlich. Also es ist ein Auto, was mit Wankausgleich arbeitet, mit einem adaptiven Fahrwerk und eben einem intelligenten Allrad. Und der setzt da eben wirklich alle Tricks ein, um die 2,2 Tonnen Lebendgewicht irgendwie sinnvoll um die Kurve zu wuchten. Und das macht er erstaunlich gut. Klar, die Vorderachse ist schnell überfahren, aber trotzdem, es ist sehr, sehr beeindruckend, was das Auto zusammenbringt. Jetzt im Nassen natürlich ein bisschen schwieriger ranzukommen, aber trotzdem, es war extrem beeindruckend zu sehen, wie sich das Auto teilweise zur Kurvenmitte hin eindreht und dann eben über alle Viere beschleunigend aus der Kurve rausfeuert, ähnlich wie so ein WRC-Auto mit so einem ganz leichten Gierwinkel. Es ist total faszinierend, und dabei hockt man halt hier so im 5. Stock, wie ich am Anfang schon gesagt habe, und das Ding schießt einfach aus den Ecken raus. Schwer vorstellbar, weil ich bin das Auto vorher noch nicht gefahren und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Aber mir haben schon viele gesagt, dass das ziemlich krass ist mit dem Auto, aber egal wie man sich vorstellt, dass so ein Lamborghini Hochsitz fährt, er fährt nochmal anders und vor allem krasser. Wie gesagt, es ist mit Sicherheit jetzt nicht das natürlichste Fahrerlebnis, also es ist weit weg von der mechanischen Präzision von einem Porsche Cayman oder sowas. Aber die schiere Performance, die er zusammenbringt, ist schon ausgesprochen beeindruckend. Das Auto setzt auf einen 4 Liter Biturbo V8 aus dem Audi RS6, der allerdings hier nochmal wesentlich freier aufgeigen darf als im Audi RS6. Ja, der Sound gerade von außen ist schon ziemlich bestialisch für ein SUV. Ist schon echt beeindruckend, also hinter mir scheppert es auch wie Sau. Das Auto setzt auf eine 8-Gang-Wandlerautomatik. Die Pedalbefehle sind nicht im Ansatz so direkt wie jetzt bei den doppelgekuppelten Lamborghinis, wie jetzt zum Beispiel im Huracan, den wir ja auch schon gefahren sind. Aber dennoch schaltet das Getriebe relativ schnell. Aber ist, wie gesagt, ist natürlich primär auch eher für den Alltag ausgelegt, als jetzt hier für die ganze Rennstreckenbolzerei, die wir machen. Auch wenn es jetzt natürlich nicht das typische Enthusiastenauto ist, ist es ein Auto, was unheimliches Faszinationspotenzial birgt, finde ich, weil es halt zeigt, was man mit 2,2 Tonnen und 5 Türen alles anstellen kann. Ist auf jeden Fall faszinierend, sicherlich nicht jedermanns Sache, aber trotz allem 650 PS auf 2,2 Tonnen, faszinierende Kombination, vor allem in der Ausführung von Lamborghini.